Hallo zusammen. Heute haben wir ein kleines Aus der Reihe Video. Und zwar liegt hier der Tank vom Flo seinem E38. Ja, genau. Den haben wir zusammen getauscht, hat ein ganzes Wochenende gekostet. Ja. Hatte aber einen triftigen Grund, der ist undicht. Und damit das Ganze nicht vergebens war, haben wir uns überlegt, wir gucken mal, wieso der undicht geworden ist. Es gibt so verschiedene Spekulationen, ob die Dinger von außen rosten. Manche sagen auch, sie rosten von innen. Der Tank ist im Prinzip an 4 Stellen fest. Das sind 2 8er oder 10er Schrauben, links und rechts an der Karosserie. Und 2 große Tankfangbänder, die im Prinzip hier rundherum gehen. Das Hinterrad ist im Prinzip genau hier. Ja, und es gibt eine direkte Verbindung zum Spritzwasser und Schmutz. Wir haben ihn jetzt sogar schon ein bisschen sauer gemacht. Eigentlich ist diese Stelle hier oben voller Sand und voller Schmutz. Also die trocknet auch nie richtig ab. Und man muss auch dazu sagen, dass der Tank schon mehrere Maßnahmen zur Lebensdauerverlängerung praktisch erfahren hat. Das erste Mal geflickt habe ich den 2015. Da war das Fahrzeug dann ungefähr 17, 18 Jahre alt. So im Prinzip. Und dann habe ich es hin und wieder mal nachgepflegt. Ja, es war natürlich keine Dauerlösung. Hier sieht man es ja, ich habe auch mal einfach gasdicht gepflegt. Kann man mal machen als Notlösung. Hält aber auch nicht lang. Ich habe es probiert, also die Verhältnisse unterm Fahrzeug sind sehr eng an den Stellen. Man kommt mit dem Dichtmittel sehr schlecht hin. Das lebt natürlich auch davon, dass die Stellen einigermaßen sauber werden, bevor man es aufträgt. Ja. Naja, und man darf sich jetzt nicht leiten lassen, dass wir hier gut hinschauen können. Ja. Wenn das die Fahrzeugunterseite ist und hier die Polster der Rückbank sind, dann beginnt natürlich hier vorne Achse sehr früh. Ja. Hier sind die Achskomponenten. Ja, genau. Also man kommt hier, man kommt so ein bisschen hin. Ist das Fahrtrichtung vorne hier oder hinten? Das ist nach hinten. Ist das hinten, ja? Das ist hinten, ja. Die Tanköffnung kommt von hinten. Hier sind die Räder, das ist vorne. Typische Stelle hier in der Aufhängung, die Stelle da ist interessant. Die ist untypisch, ja. Die ist nicht symmetrisch. Also zur anderen Seite, da muss wohl irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen der Lack beschädigt worden sein. Wo sie recht gut sind, ist an den Verlötungen hier. Wir können es gleich noch mal von der Unterseite gucken. Da gibt es unten auch Probleme, aber oben hier wunderbar. Ja. Für 25 Jahre ist gar nichts dran, einwandfrei. Auf der anderen Seite auch, ja. Auch bei den kleinen Verlötungen, wo die kleinen Röhrchen drankommen, ist einwandfrei. Ich habe ja eigentlich nur den Bereich, den ich hier in meiner Gier schon zerschnitten hatte, weil ich neugierig war, bevor wir die Kamera ausgepackt haben. Der Schnitt ist nicht original, ja, den haben wir mal so aus Neugier reingesetzt. Genau, da sind es eigentlich erst klar geworden, dass das Ganze von innen auch wirklich spannend aussieht. Ja. Und deswegen werden wir es jetzt aber auch noch mal größer öffnen, dass wir einen besseren Zugriff haben. Wir schauen uns mal an, wenn wir den Lack hier so ein bisschen weg mit der Drahtbürste entfernen, was noch so grundsätzlich da ist. Und dann machen wir mal einen Schnitt rein und gucken uns mal das Rostthema von innen an. Das mal als Bild auch einblenden können. Da kam einiges runter und auch schon einiges zutage. Genau. Lass mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Fangen wir beim Betankungsstutzen an. Was interessant ist, hier sieht man einen Farbunterschied. Das Lot ist deutlich goldfarben, ja, und ist interessanterweise auch nicht gerostet. Ja, direkt daneben fangen die Pickelchen an. Möglicherweise ist hier noch ein Aspekt Kontaktkorrosion dabei. Mit dem es irgendwie startet. In dem Moment, in dem ich löte, habe ich natürlich ein Fremdmaterial. Ja. Boah. Da geht richtig was. Genau. Die Stelle war von außen nicht sichtbar, dass er durch war. Ja, die sah im Prinzip nicht gut aus, sah aber auch nicht schlimm aus. So sieht das da drunter aus. Ja. Ich popel euch mal. Also die Beschichtung ist hier augenscheinlich intakt. Natürlich sieht man es hier vorne schon, dass die Kante weggebrochen ist. Sehr, sehr dick, die Beschichtung, muss ich sagen. Da habe ich eine Menge geschliffen. Schichtig ist gut, ja. Aber an der scharfen Kante hält sie nicht, bilden sich zuerst die Risse. Ich popel es mal weg, ja. Und ihr könnt mal sehen, wie weit das reingeht, der Rost, ja. Ja, hier im Prinzip dieses Falzthema ist auf großer Länge angerostet. Interessanterweise habe ich keine Durchrostung gefunden beim Flexen. Genau.
ist derselbe Mechanismus überall. An den Felsen hat es jetzt noch eine ganze Menge Jahre gehalten. Super spannend. BMW hat sich ja was dabei gedacht hier bei diesem Gummiband. Natürlich bewegt sich der Tank und arbeitet auch thermisch. Und um das ein bisschen auszugleichen, das Tankspannband ist aus Metall. Und damit hier nicht Metall auf Metall reibt, gibt es hier so eine Art Zwischenklebeschicht, ja, so ein etwas dickeres Tape. Haben die Zubehörtanks auch drauf. Ist, glaube ich, auch sehr sinnvoll, das zu haben. Geht normalerweise bis hier oben hin. Zumindest war das beim Zubehörtank so. Hier unten natürlich massiv. Ja. Wir hatten es vorhin, vielleicht können wir es auch noch mal einblenden, wir hatten es vorhin gesehen, ja, man hat gesehen, da ist irgendetwas, aber massiv durch, ja, gibt es gar keine Diskussion. Dann kommen wir hier zu den eigentlich kritischen Stellen. Das ist jetzt die Unterseite. Die Unterseite scheint nie kritisch zu sein. Ja, ist nicht schön, was hier ist. Drehen doch mal rum. Aber so sieht die Oberseite aus. Beim Flexen, wegen dem Radius, sind wir hier nicht gut hingekommen, aber hier ist er durch. Wenn ihr an der Unterseite schon leichten Rostansatz oder sowas seht, ihr könnt mal versuchen, wenn ihr kleine Finger habt, man kommt so ganz knapp mit ein bisschen Glück rum, ja, aber es ist wirklich eng zur Karosserie. Ob ihr hier oben was fühlt, wenn ihr hier oben irgendwas fühlt, dann dauert es nicht mehr lang, bis er durch ist. Ja. Super unangenehme Stelle, auch irgendwie zum Flicken. Man kommt einfach nach hinten. Hier vorne ist der Gummipuffer, der die Schwingungen tilgt, und hier oben drüber ist die Karosserieverschraubung schon. Im Endeffekt muss man den ausbauen. Ja. Und wenn man den ausbaut, macht man gleich neu. Genau so ist es. So sieht es auf der anderen Seite. Wenn ich ein bisschen mehr stocher, sieht es so ähnlich auch aus. Hier sind wir wahrscheinlich auch schon irgendwo durch. Man ist jetzt nicht so gut hingekommen mit dem Radius. Mal den Nadelentroster ausprobieren. Ja, das können wir machen. Genau, wir holen mal den Nadelentroster. Ich erkläre in der Zeit, wo der Alex den Nadelentroster holt. Noch kurz hier den Aufhängungsgummi. Braucht ihr auch nicht neu kaufen, wenn ihr einen Zubehörtank euch holt. Ist dabei, ist schon im Tank drin. Im Prinzip ein Gummielement zur Entkopplung. Ja? Also innen ist karosserieseitig fest. Der Tank sitzt außen. Der Tank sitzt außen im Gummi drin und kann dann natürlich ein bisschen Ausgleich haben. Also, gucken wir mal, was das noch kann. Ihr merkt, die Wandstärke ist nicht mehr dick. Ja? Ich meine, Nadelentroster ist schon massiv. Das ist ein totales Werkzeug für die dünnwandigen Tank. Für die dünnwandigen Teile. Wenn er neu wäre, geht er nicht durch. Ja? Also ein frisches 08er, einer Blech, was auch immer es ist. Würde vielleicht eine Delle kriegen, aber würde nie durchreißen. Ja, genau. Aber so sieht das aus. Ja? Ihr habt nicht mehr viel Wandstärke bei den Sachen. Hier, die Röstlöcher, die sieht man schon. Sobald es ein bisschen unter der Beschichtung das schon anhebt, unten drunter sieht es deutlich schlimmer aus. Ihr könnt vielleicht noch ein bisschen fahren, ihr könnt es noch ein bisschen flicken, aber die Schäden sind massiv, sind auf beiden Seiten gleich. Ja, das ist was Systemisches. Und das haben alle E38 an diesen Stellen, früher oder später. Jetzt würde ich sagen, machen wir doch einfach mal auf und gucken mal, wie es von innen aussieht. Alles klar. Wow. Wow, so sieht das aus. Ich habe noch nicht genau verstanden, für was alle Leitungen sind. Ich kann es, bei ein paar weiß ich es. Die beiden Leitungen, das ist die Saugstrahlpumpe. Eines ist der Vorlauf, das andere ist der Rücklauf. Und mit der wird aus der fahrerseitigen Tankhälfte der Sprit in die beifahrerseitige Tankhälfte zur Benzinpumpe gepumpt. Und zwar nicht von einer separaten Pumpe, sondern praktisch durch den Rücklauf. Hier wird entnommen in diesem Becher. Gell? Der mittlere Topf
Und scheinbar wird hier zurückgeleitet Ja. und dann hier eingespritzt. Jetzt sieht man es ja auch genau. Also die Leitung, die hier, das müsste quasi der, ich nenne es mal der Zulauf sein von der anderen Tankseite. Ja, also die untere, das ist die Druckseite. Hier wird der Sprit reingepumpt, quasi. Hier lang in das Saugstrahlventil. Und hier kommt quasi der Sprit dann im Prinzip aus beiden Tankhälften zurück und geht in den, ich nenne ihn mal Fördertopf, ja. Wahrscheinlich so eine Art Schwallblechmechanismus. Die sind, hier unten ist eine Öffnung. Das heißt, die äußere Hälfte ist verbunden mit der inneren. Die innere ist wirklich die Förderhälfte. Da sitzt der Rüssel von der Benzinpumpe drin, quasi. Genau. Wenn man Tank komplett leer fährt, ich habe mir das einmal angeschaut, dann ist der Endzustand praktisch, dass hier fast nichts mehr drin ist und alles Sprit, was es noch gibt, befindet sich in diesem Ring sozusagen. Und so schafft es die Kraftstoffpumpe immer noch unter Flüssigkeit zu sein. Ich kann aber nicht erklären, woher dieser Effekt kommt, dass sich das Sprit letzten Endes hier drin sammelt und diesen Bereich nicht mehr verlässt. Das Rohr hier oben, rostmäßig im guten Zustand, ja, nicht unterwandert. Ist das die Tankentlüftung? Das Rohr hier oben, würde ich sagen, ist die Tankentlüftung. Das passt sowohl vom Durchmesser als auch so vom Verlauf. Ja, also er entlüftet über die Beifahrerseite. Alles, was komplett innerhalb des Tanks liegt, hat überhaupt keine Korrosionsprobleme. Hier außen sieht man ja auch ganz schön, die Korrosion kommt von außen her, ganz klar. Und zwar nicht in der Falz. Ja, Gar nicht mal, genau. Ja, es sind quasi die Radien, wo es anfängt. Interessantes Phänomen. Es gibt ja auch einige, die sagen, es kommt von der Falz, von außen gerostet. Die Bilder hier sagen es anders. Weil wir jetzt eben noch davor stehen und uns ein bisschen unterhalten haben, wieso fängt das Ding hier in der Nähe der Naht ganz klar am meisten an zu rosten, aber nicht an der Naht, haben wir die Hypothese entwickelt, sagen wir es mal so, dass das der Bereich mit der größten Abstreckung im Blech ist. Dort ist das Blech beim Tiefziehen der Tankhälfte am stärksten übers Werkzeug gezogen worden, wahrscheinlich am stärksten abgestreckt. Und diese Bleche werden vor dem Tiefziehen verzinkt, nicht danach. Ja, das heißt, hier ist auch die Zinkschicht dünner, sehr wahrscheinlich, wenn das Blech abgestreckt ist. Und möglicherweise ist das der Grund, warum es dort außen am schnellsten kaputt geht. Ja, und es ist auch die Reibung von außen. Vielleicht ist da die Zinkschicht auch leicht beschädigt schon. Ich gehe ja noch einmal. Genau, geh noch mal bitte rum. Geh mal die ganze Runde, ja. Weil das Ding ist systematisch. Das ist total systematisch. Ja. Hat nichts mit innen zu tun. Der Rost kommt von außen. Der kommt von außen. Was machen wir denn? Wir machen, es hilft immer echt, wenn man ausgeschlafen ist, ja, so grundsätzlich. Flo, erzähl mal, was geht mit dem Ding? Immer mit dem Rücken zur Kamera. Moin Flo. Hallo zusammen. Hi. Wir zeigen euch heute mal so ein bisschen die Ursachen und die Schwachstellen an dem Tank, warum die überhaupt undicht werden. Genau. Sag's nochmal genau das Gleiche, aber mit doppelter Energie. Bleib genau da stehen, wo du bist. Weil dazu haben wir 0 Infos gefunden. Also nicht unsinnig, das zu erklären. Das ist doch Quatsch. Machen wir nochmal. Du filmst schon, gell? Ja. Und du bist da drauf natürlich, akustisch. Ja, dann fällt mir jetzt gar nichts mehr so ein.